Die Kassette. Der Regen begann, bevor sie aufwachte. Es war diese Art von Regen, die alles weicher machte, sanft, gleichmäßig, geduldig. Im Haus regte sich nichts außer dem langsamen Ticken einer Uhr unten und dem leisen Flüstern des Regens auf dem Dach. Eliza stand im Flur und hielt eine Schachtel, die nach altem Papier und Seife roch. Es war jetzt das Haus ihrer Mutter oder das, was davon übrig war. Leere Räume, dünne Vorhänge, die sich bewegten, wenn der Wind atmete. Sie hatte versprochen, alles bis Monatsende zu sortieren, aber bis heute war sie nicht bereit gewesen. Die Treppe zum Dachboden knarrte, wie sie es immer getan hatte. Als Kind war sie oft heimlich hinaufgeschlichen und stellte sich vor, es wäre eine geheime Welt. Manchmal war sie dort zwischen Büchern und Staub eingeschlafen, dem Summen des Regens lauschend. Jetzt, als sie die kleine Tür öffnete, empfing sie derselbe Duft Zedernholz, Staub und die Spur der Zeit. Weiches Licht fiel durch das Fenster. Überall standen Kisten, ihre Umrisse wie stille Schatten im Halbdunkel. Sie setzte sich auf den Boden und öffnete die nächste. Schals, Postkarten, ein Holzkamm, ein Brief, mit blauem Faden gebunden. Jedes Stück war eine kleine Erinnerung, zärtlich, aber nicht schmerzhaft. Am Boden der zweiten Kiste, in ein Taschentuch gewickelt, lag eine Kassette. Sie war mit den Jahren vergilbt. Auf dem Etikett stand mit verblasster blauer Tinte ein einziges Wort: Eliza. Ihr Name. Sie strich mit dem Daumen über die Buchstaben. Die Handschrift kam ihr bekannt vor, nicht die ihrer Mutter, aber auch nicht ganz ihre eigene. Sie lächelte. Vielleicht ist sie von mir, flüsterte sie. In der Nähe stand ein alter Kassettenrekorder, zerkratzt, aber sauber, mit dem Duft von warmem Plastik und Staub. Sie drückte auf Play. Ein Rauschen, und dann eine Stimme. Hi, es regnet heute. Ich sitze am Fenster, und die Tropfen klingen wie kleine Schritte. Eliza lächelte. Diese Stimme leicht, hell, jung war ihre eigene. Ganz sicher ihre. Wenn ich erwachsen bin, sagte die Stimme, werde ich eine Tochter haben. Ich werde ihr sagen, dass ich sie mehr liebe als alles andere. Eliza lachte leise. Habe ich das wirklich gesagt? Murmelte sie. Wenn sie sich jemals einsam fühlt, fuhr die Stimme fort, hoffe ich, dass sie dieses Band findet. Dann weiß sie, dass sie geliebt wird. Für immer. Elizas Augen wurden weich. Die Worte fühlten sich fremd und warm an, als würde sie einen Traum hören, den sie einst gehabt hatte. Der Regen prasselte auf das Dach über ihr. Die Stimme sprach weiter. Sie wird den Regen lieben, und Bücher, und das Meer. Vielleicht klingt sie sogar wie ich. Dann Rauschen. Und leise, unter dem Lärm eine andere Stimme. Mary, das Abendessen ist fertig. Ein Lachen. Okay, Mom. Klick. Stille. Eliza hob den Kopf. Der Klang des Regens war wieder im Raum, ruhig, lebendig, real. Sie drückte erneut auf Play. Sie hörte zu. Dasselbe Lachen. Dasselbe Leuchten. Hi, es regnet heute. Ihre Lippen bewegten sich kaum. Mama? Die Spulen drehten sich wieder und hielten an. Ich liebe dich auch, sagte sie. Draußen wurde der Regen leichter, jeder Tropfen sanfter als der letzte. Ein dünner Sonnenstrahl fiel durchs Fenster, berührte die Schachtel, das Band, ihre Hände. Sie wickelte die Kassette wieder in das Taschentuch, band sie sorgfältig zu und hielt sie an die Brust, als trüge sie noch Wärme in sich. Dann legte sie zurück in die Kiste, schloss den Deckel und flüsterte: Danke, dass du gewartet hast. Der Regen hörte auf. Das Haus war wieder still, doch es fühlte sich nicht mehr leer an. Danke fürs Zuschauen. Vergiss nicht, das Video zu liken, deine Gedanken in den Kommentaren zu teilen und den Kanal zu abonnieren. Abonniere unseren Telegram-Kanal, damit du keine neuen Geschichten verpasst. Der Link ist in der Beschreibung.